Herzlich willkommen zurück zum Let's Play von This is the Police. So, wer sich jetzt wundert, am Ende der letzten Folge und die jetzige Folge ist ja nicht mehr derselbe Typ. Ich muss leider zugeben, dass irgendwie meine Aufnahme ein bisschen abgekackt ist und ich konnte es aber auch nicht mehr neu laden, da war ich schon ein paar Tage weiter. Und deswegen musste ich jetzt die ersten 5 Tage nochmal neu spielen. Da ist allerdings das Problem, dass ich mir neue Beamte holen musste, die es quasi in den ersten paar Folgen nicht gab. Und deswegen gibt es jetzt ein paar andere Charaktere, zumindest vom Namen her. Und auch die Werte von den Polizisten haben sich vielleicht ein kleines bisschen geändert. Aber ich wollte jetzt einfach die Story nicht einfach ein paar Tage weiter vorziehen, sondern quasi da anschließen, wo ich letzte Folge aufgehört habe. Deswegen tut es mir leid, dass es jetzt 2, 3 andere Namen gibt, die ihr euch merken müsst, aber ich denke, das sollte nicht das Problem sein. Okay, dann machen wir jetzt mal weiter mit Tag Nummer 5. Und gleich unser neuer Charakter hat wieder zu viel getrunken und möchte zu Hause bleiben. Ja, betrunkene Polizisten wollen wir nicht haben. So, dann seht ihr hier, also Song ist zum Beispiel der neue Charakter, den es quasi in den ersten Folgen noch nicht gab. Aber das sollte uns nicht stören. Beginnen wir den Tag. Legen uns eine schöne Schaltplatte ein und harren der Dinge, die uns jetzt erwarten. Und ich bin sehr gespannt, wann wir den Anruf von der Mafia bekommen. Weil wir haben unserem alten Kumpel Kenrick ermöglicht abzuhauen und für ihn quasi seinen Mafia-Auftrag zu erledigen. Da bin ich mal gespannt, wann wir dann das erste Mal kontaktiert werden. So, Anfragen an die Stadtverwaltung. Egal wie Sie persönlich zur Verwaltung der Stadt stehen, Ihr Polizeipräsidium hängt von Ihrer Gnade ab. Um vernünftige Arbeitsbedingungen zu erhalten, müssen Sie dem Bürgermeister angemessene Anfragen vorlegen. Dann gehen wir mal in die Angelegenheiten und sehen hier, dass wir die Stadtverwaltung jetzt freigeschaltet haben. Die Entscheidungen der Stadtverwaltung hängen davon ab, ob man dort mit ihrer Arbeit zufrieden ist oder nicht. Die Narren, die die Stadt lenken, können alles direkt ablehnen oder nur ein paar ihrer Anfragen durchgehen. Also bitten Sie nur um das, was Sie wirklich brauchen. Polizisten, neue Polizisten. Man bekommt immer eine weitere Stelle. Ich bin aber eigentlich mit der Anzahl der Polizisten noch zufrieden. Detectives haben wir auch noch mehr als genug für den Anfang. Das SWAT könnten wir verbessern, allerdings für den Anfang auch noch nicht wichtig. Ich werde mal eine Gehaltserhöhung aushandeln. Mal gucken, ob dem zugestimmt wird. Und hier oben in den Nachrichten sieht man, haben wir unser erstes wöchentliches Gehalt bekommen, $1.200. Das ist ganz okay für einen Polizeichef. Nehmen wir natürlich. Und nochmal der Hinweis, dass wir alle unsere schwarzen Polizisten entlassen müssen. Wir hätten noch Zeit bis morgen, aber wie schon angekündigt, ich werde das nicht machen. Und hoffe einfach, dass die Gehaltserhöhung schon vorher durchgeht. Der erste Auftrag, Erregung öffentlichen Ärgernisses. Jeden Morgen schläft ein dreckiger und nach Urin stinkender Obdachloser vor dem Café. Der Mann weigert sich wegzugehen und knurrt jeden an, der sich nähert, was die Kunden verängstigt. Dann schicken wir mal unseren neuen Kollegen Song zusammen mit Samadhi. Und wir haben noch einen Rauch auf einen Alkoholladen. Eine Zeugin hat von ihrem Fenster aus, wie ein bewaffneter Mann mit einem Darmschwung über dem Kopf einen Alkoholladen in der Nähe betreten hat. Okay, das ist doch mal was für unser SWAT-Team. Bei einem bewaffneten Überfall schicken wir auch noch ein paar gute Beamte hin. Birch Junior kann auch noch mit. Dann hätten wir noch 2 für den Notfall. Und bei den Ermittlungen, ihr seht, ich habe jetzt hier schon dritten Detective Wolf, der ist ja heute nicht da. Dann werden wir den mal wieder rausnehmen. Und dann soll Moser, der heute im Dienst ist, mal die weiteren Ermittlungen übernehmen. Damit wir vielleicht noch ein paar Schnappschüsse bekommen, damit wir endlich diesen Fall lösen können. Aber zum nächsten Einsatz. Eine gewaltsame Auseinandersetzung. Ein Hotdog-Verkäufer berichtet, er habe Elvis-Imitatoren auf dem Gehsteig miteinander kämpfen sehen. Sie fluchen auf Spanisch und schlagen mit Mikrofonständern aufeinander ein. So, ihr beiden, ihr seid die Letzten im Revier. Viel Erfolg.
schauen wir mal, ob sie es gehandelt haben. Sehr schön. Täter gefasst, Beamte unversehrt und 10 Punkte mehr Erfahrung für die beiden. So, dann können wir wieder Entscheidungen treffen. Der Laden hat 2 Ausgänge, aus denen bereits einige Leute geflohen sind. Gehen wir durch den Haupteingang, an die Hintertür, oder wir fahren mit dem Streifenwagen einfach direkt ins Geschäft. Ja, kann man auch machen. Ich schleiche ihn auch von hinten an. Der Räuber ist auf den Polizisten aufmerksam geworden und hat den Kassierer als Geisel genommen. Verdammt. Er hat eine Waffe auf den Kopf der Geisel gerichtet und ruft, zieht euch zurück oder ich blase in seinen verdammten Kopf weg. Währenddessen schreit der Kassierer in einer unbekannten Sprache. So, was haben wir denn? Du in der Maske, Klappe halten und Waffen fallen lassen. Ja, kann man machen. Ruhig auf den Räuber anlegen. Auch möglich. Ruhig, Abdul, du machst es aber noch schwieriger. Ob das hilft? Ich habe ja das SWAT-Team dabei. Anlegen. Der Räuber wird sichtlich nervös. Nicht schießen, bitte. Ich brauche nur das Geld. Ich werde mir ein wenig nehmen und verschwinden. Ich habe niemandem wehgetan. Der Kassierer beginnt zu weinen. Ja, schon mal Teilerfolg. Einer an Handschellen, einer am Leichensack. Auf den Räuber schießen oder ihn abziehen lassen. Schießen ist ein bisschen brutal. Dafür, dass er ja schon fast aufgibt. Ich werde ihn nochmal bedrohen. Sehr schön. Hat geklappt. Abdul ist unverletzt. Und wir haben einen neuen Mordfall. Oh, oder kein Mord, sondern ein Raub. Bao Liang wurde eine antike chinesische Kette gestohlen, als sie auf dem Weg zum Pfandleiher war. Okay. Da wir nur noch Beasley haben, übernimmt Beasley diesen Fall. Oh, Auftrag der Gemeinde. Heute ist es heiß und die Leute gehen schwimmen. Letzte Woche sind 4 Leute in Freeburgs Stränden ertrunken und die Presse war aufgewühlt. Bitte schicken Sie jemanden, der ein Auge drauf hat. Ja, ich würde gerne helfen, aber ich habe keine Kollegen, die da hingehen können. Tja, das tut mir leid. Die Täter sind entkommen. Die Beamten sind allerdings unversehrt. Naja, der erste Misserfolg heute. Zerstörung von privatem Eigentum. In der Ausstellung einer Künstlerin mit dem Titel Sex Operation schaffte sich eine Truppe junger Leute in Skimasken Zutritt und hat begonnen, die Ausstellungsstücke zu zertrümmern und zu rufen. Wir brauchen solchen Mist in unserer Stadt nicht. Bräuchte ich theoretisch 5 Beamte. Hoffe ich mal, dass jetzt hier nochmal so 1, 2 schnell zurückkommen. Dass ich zumindest 4 hinschicken kann. Sehr schön. Dann schicken wir mal Stowell, Robbins, Samadhi und Birch Jr. Okay, die Ermittlungen haben begonnen zu dem Handtaschenraub. Ich werde mir das wieder später durchlesen, wenn ich die ersten Schnappschüsse habe. Und hier, was haben wir hier? Jack. Dieses Jahr haben die Organisatoren der Goldenen Monsterjagd plötzlich die Regeln des alljährlichen Schießwettbewerbs geändert. Jetzt muss man in Teams anstatt einzeln antreten. Können Sie mir 2 Ihrer besten Schützen schicken? Ich würde wirklich gerne gut in diesem Wettbewerb abschneiden. Okay, dann, ja. Haben wir nicht so viel Auswahl. Schicken wir Song und Grant hin. Wir hoffen nur, dass sie den Wettbewerb vielleicht gewinnen und dadurch ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln können. Ich werde schon mal vorsichtshalber für den morgigen Tag De Brito dem Fall zuweisen, dass der am morgigen Tag dann noch ein bisschen ermitteln kann. Ich hoffe, dass wir heute noch ein paar Schnappschüsse bekommen. Für beide Fälle. Aber schauen wir mal. So, Täter gefasst, Beamte unversehrt. Alle kriegen Erfahrung. Sehr schön. Und, ja, wie erhofft, da sind die ersten 9 Schnappschüsse zu unseren Ermittlungen. Dann schauen wir uns doch mal den Handtaschenraub an. Und lesen uns mal die Zeugenhinweise durch. Bao Ling, das Opfer. Ich und mein Mann sind in eine schwierige finanzielle Situation geraten. Ich wollte eine antike chinesische Halskette verpfänden, die schon seit Jahrhunderten in meiner Familie vererbt wird. Als ich damit auf dem Weg zum Pfandleiher war, riss mir jemand meine Tasche von der Schulter und rannte weg. Ich konnte nicht schnell genug reagieren, um irgendetwas zu tun. Nicht mal schreien. Dwayne Fishman, ein Zeuge. Der Täter fuhr ein Motorrad. Er fuhr die Straße runter, griff sich die Tasche und entkam damit. Ich habe versucht, hinter ihm herzurennen, aber ich konnte nicht einmal sehen, ob es ein Mann oder eine Frau war. Also ein Motorrad
Anita Olivares. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen, aber er hatte so eine Jacke an, wie die anderen Biker, die an den Kreuzungen rumhängen. Ja, das sieht doch aus wie so eine Bikerjacke. Eine schwarze Lederjacke. Katie Phillips. Das war auf keinen Fall ein Biker aus der Gegend. Die sind kahlköpfig und haben Bärte. Aber dieser Kerl sah asiatisch aus, vermutlich Japaner oder Chinese. Ja, ohne Gesichtszüge. Schwierig zu erkennen, ob das jetzt ein Asiate ist. Aber nicht kahlköpfig und haben Bärte. Das kommt ja schon mal hin. Gucken wir, was der letzte Zeuge sagt, Thomas Patterson. Ich habe keine Waffe in seiner Hand gesehen, nur wie er die Tasche gegriffen hat und weggefahren ist. Also, mal gucken. Er kam mit dem Motorrad, hat sich die Handtasche geschnappt und ist weggefahren. Und da ist der Fall abgeschlossen. Das ging schnell. Und jetzt sehen wir, wenn wir die richtige Reihenfolge angelegt haben, jetzt hatten wir natürlich auch verdammtes Glück, dass wir genau die 3 richtigen Schnappschüsse bekommen haben. Normalerweise hätten wir jetzt noch ein paar mehr zur Auswahl gehabt, wenn wir jetzt alle Schnappschüsse freigeschaltet hätten. Aber das hat sich ja gelohnt. Sehr gute Ermittler. Und unser Verdächtiger ist Quan Jin Lin, eine chinesische Einwanderin, vor kurzem der Universität verwiesen. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, wenn wir die Ermittlungen abgeschlossen haben, auf den Aufenthaltsort des Verdächtigen zu kommen. Manchmal können davon mehrere zur Auswahl stehen. In dem Fall ist es jetzt nur ein einziger Ort, an dem sich der Verdächtige aufhält. Um die Verhaftung durchzuführen, müssen 2 Polizisten den leitenden Ermittler begleiten. Wenn der leitende Ermittler nicht im Dienst ist, wird die Verhaftung warten müssen. Aber denken Sie daran, dass Flüchtige nicht geduldig abwarten werden, bis Ihr Stundenplan den Zugriff zulässt. Genau. Denken Sie auch daran, dass Kriminelle unterschiedlich reagieren werden. Ein verängstigter Dieb wird sich eher ergeben, sobald er keinen Ausweg mehr hat. Ein brutaler Mörder wird vielleicht sehen wollen, wie viele er noch mitnehmen kann. Bei gefährlicheren Kriminellen ist es sicherer, erfahrene Polizisten zu schicken oder sogar das SWAT-Team, falls es für nötig halten. Ja, wir schicken zur Verhaftung 2 Beamte mit dem leitenden Ermittler Weasley und hoffen, dass das ausreicht. So, wir haben es geschafft heute. Wir haben gewonnen. Dieser Ernest weiß wirklich eine Menge übers Schießen, hat uns sogar noch 1, 2 Dinge beigebracht. Er hat uns auf eine Jagd eingeladen, um den Ziel zu fallen. Also nehmen wir den Tag frei. Das haben wir uns verdient. Ja, genau. Erst ein bisschen La Paloma am Schießwettbewerb teilnehmen und jetzt auch noch frei machen. Schöne Arbeitseinstellung. Mein Detective ist bei den Ermittlungen ums Leben gekommen. Oh mein Gott. Ah. Das ist natürlich fast den Fall verpasst. Vandalismus. Ein Wächter hat in seiner Raucherpause gesehen, wie ein Teenager Obszönitäten an die Gebäudewand schmierte. Ich habe die Ratten auf einen Baum gehört. Jetzt können Sie übernehmen. Ja, machen wir das. Robbins, Samadhi, übernehmt mal. Ermittlung. Nochmal kurz zu unserem Toten. Wir haben ja momentan den Fall, dass viele Schwarze verfolgt werden und vielleicht war es nicht ganz so günstig, dunkelhäutigen Ermittler in diesen Fall einzubinden. Weil den haben sie jetzt leider dahin gejagt. Na gut. Tut mir leid, Moser. Müssen wir uns einen neuen holen. Professionalität 700. Jetzt muss ich mal gucken, in welche Schicht. Schicht A. Aber 700 eingestellt. Das Gute ist, dass man nicht irgendwie noch aufs Gehalt oder sowas achten muss, da alle ja vom Bürgermeister bezahlt werden. Also kann es uns eigentlich auch egal sein, wen wir einstellen. Also Micromanagement in dem Fall gibt es zum Glück nicht. Und unser chinesischer Täter bzw. die Täterin ist gefasst worden. Alle Verdächtigen konnten verhaftet werden. Unser Ermittler bekommt eine Menge Erfahrung. Und der Fall ist gelöst. So schnell geht's. So, dann warten wir nochmal auf Robbins und Samadhi, dass sie die beiden Täter vom Baum holen. Schaffen sie es? Täter gefasst, Beamte unversehrt.
Sehr schön. Das war Tag Nummer 5. Damit können wir den Tag auch beenden. Stapelweise Arbeit. Sieht aus, als würde morgen ein langer Tag werden. Oder besser der erste von vielen langen Tagen. Es passiert einfach zu viel gleichzeitig. Das dürfte jetzt der Hinweis sein, dass die Arbeitstage jetzt bis meiner Meinung nach 2 oder 3 Uhr nachts dauern. Und auch eine ganze Menge mehr an Arbeit zu tun ist. Also viele Einsätze auch gleichzeitig. Und dass man wirklich überlegen muss, wie viele Beamte man jetzt wirklich zu welchen Orten schickt. Aber wir lassen uns mal überraschen. Ja, der Kollege Moser ist ja leider gestorben. So, den Tag beenden. Tag Nummer 6. Thomas Blaine, der ehemalige Polizist, schwangeren Mörder in der Psychiatrie eingeliefert. Dr. Eleanora Waterbury, Thomas Blaine leidet an einer neuen Form der Schizophrenie. Und Bürgermeister Rogers hat keine Angst vor der Konkurrenz. Schauen wir mal, was der neue Tag bringt. Ob die Mafia sich eventuell meldet. Mr. Boyd, there was a man here earlier. He left you this. A man? What man? Who let him on this floor? I don't know. I've never seen him before. I asked him his name, but he just ignored me. He was talking on a big telephone, you know, one of those portables. He gave me this envelope and left. Damn. Okay, let's see about this. Of course, they could have shot them the second they took the photo. But I knew Kendrick and his family were all right. Either way, the message was not that they got out. It meant that I was in. My servitude to the Mafia had begun. I'd only been in my new position 5 seconds, and I already knew why Kendrick called it a contract. You sound doomed if you call it what it is. A curse. Boyd. Good morning, Jack. I believe you just received my message. Who am I speaking with? Oh, I'm sorry. I forget some people don't recognize my voice. But I assure you, Jack, if I was sitting right there in front of you, you'd have no trouble recognizing me. Like I was a member of your family. Even better than a wife, perhaps. A wife can betray you. No man is immune. I don't talk to people who don't tell me their names. Oh, Jack, don't be so childish. You're too old to run away from strangers. Yes, we both are. And in our old age, friendship becomes rare and all the more precious. But of course, we must work with new people and find out new names. So if you insist, Jack, let us formally meet. Hello, Jack Boyd. I'm Christopher Sand. Wonderful, Mr. Sand. And what is it you do for a living? Oh, you'll soon find out all about that. Well, you'll learn much more than a simple policeman could ever expect. You're a simple policeman no longer, Jack. Don't turn off your phone. You start today. Eight in 10. It's been my go-to principle since my first day on the job. I've got to let my colleagues hush up what they need to, 2 out of 10 times, so that they'll help me with the remaining 8. 80 out of 100, 800 out of 1,000. I'm proud of those statistics. It's not so bad for Freeburg, right? But now I just officially became a Mafia whore. I'm supposed to be fearing for my life, for the lives of my wife and children. But the only thing I can think, what's gonna happen to 8 and 10? So, da kam ja der Anruf der Mafia, Christopher Sand. Und so wie es ausschaut, haben wir jetzt wirklich keine Wahl mehr. Wir müssen also für die Mafia arbeiten. Mal schauen, wann die ersten Aufträge kommen für die Mafia. Aber das schauen wir mal, wie der Tag jetzt weiter verläuft. So, Fraser, in meinem Haus sind ein paar Rohre beschädigt. Ich muss noch den Klempner warten. Kann ich mir frei nehmen? Nein. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und wir beginnen den Tag. Warum sind hier 4? Habe ich ihn in die falsche Schicht geschickt?
Naja.